Ja, wir bei WFL sind mit unseren Milchern seit Jahrzehnten in der Luftfahrtindustrie, aber auch bei der Zerspannung schwieriger Werkstoffe etabliert. Unsere Kunden schicken uns dann immer ihre Knochen, sagen wir dazu, also ihre Problemwerkstücke, die schwierig zu zerspannen sind. Und unsere Aufgabe ist es dann, für diese Werkstücke optimale Prozesse auszulegen. Da geht es zum einen um die Präzision der Werkstücke, zum anderen um die Produktivität natürlich und das dritte ist dann die Prozesssicherheit. Man muss diese Teile auch kontinuierlich in der gleichen Qualität herstellen können. Es gibt spezielle Herausforderungen an die Maschine und an die Werkzeuge. Beispielsweise hier bei diesem Werkstück aus Titan 5553 ist einfach die Standzeit ein Riesenthema. Man muss ohnehin schon sehr geringe Schnittgeschwindigkeiten fahren und die Werkzeugstandzeit ist doch auch immer noch ein Problem. Also hier gilt es, Werkzeuge und Prozesse zu entwickeln, damit man eben entsprechend eine Produktivität auch an den Tag bringt. Die Frage ist immer, welches Werkzeug, welcher Prozess liefert das optimale Ergebnis, Produktivität und Kosten letztlich auch. Ja, aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Firma WFL und Avantec wurden wir auch jetzt bei dieser Zerspannungsprobe wieder eingeladen, zusammen neue Wege zu gehen, zu versuchen, nicht so einfache Werkstoffe zu zerspanen. Wie in diesem Bereich jetzt gerade das Titan Grade 5. Das Problem bei der Zerspannung von Titan Grade 5 ist, dass es eine enorme Festigkeit hat, aber auch eine gewisse Zähigkeit aufweist. Ja, das Titan Grade 5 ist eben eher neueres Material. Man kennt es noch nicht so auf dem Markt. Es gibt auch noch nicht so viele Hersteller, die sich darauf konzentriert haben, weil es auch nicht sehr verbreitet ist. Es ist eher auch schwierig zu bekommen. Und deswegen gibt es auch noch nicht sehr viele Versuche, die man machen hat können. Die Standzeiterhöhung wird wahrscheinlich jetzt die größte Herausforderung sein. Grundsätzlich funktioniert das Werkzeug optimal. Also man kann sehr adäquate Schnittwerte fahren. Das Q, wo ja Avantec auch dafür steht, da sieht man wirklich, das Potenzial ist da. Wir haben etwas Aufholbedarf im Bereich der Standzeit, welche wir jedoch in der Technik lösen können für die Zukunft, dass wir kleine Veränderungen an den Wendeplatten bzw. der Beschichtung vornehmen. Hier haben wir aber den Vorteil, dass wir ein Stück gemeinsam mit WFL zusammen das Ganze entwickeln können. Zufrieden stimmt mich auf alle Fälle, dass wir in puncto Produktivität vor dem Mitbewerber liegen. Ja, wir haben heute diese 3 Werkzeuge von Avantec getestet. Die Ergebnisse sind durchaus zufriedenstellend. Das heißt, wir haben schon wieder einige gute Erfahrungen gesammelt, wobei wir auch gesehen haben, dass es eben speziell in diesem Werkstoff durchaus noch Potenzial nach oben gibt. Und das wird jetzt auch der nächste Schritt sein, dieses Potenzial noch zu heben. Zusammenfassend kann man wirklich sagen, dass durch unsere Bemühungen gemeinsam mit der Firma WFL neue Materialien zu zerspanen, nun explizit dieses Titan Grade 5, wir dem Ganzen einen starken Schritt näher gekommen sind, um wirklich einen Mehrwert für den Kunden in Zukunft herauszuholen.